Hey ho, meine kleinen Pflänzchen. Das heutige Video widme ich einer ganz besonderen Person von meinem Discord. Der einzig wahren Person, die mir wirklich immer wieder zur Seite steht und mich niemals verurteilt. Also keiner meiner Mods. Nein, dieses Video widme ich heute meiner wunderbaren Toru, unserem Discord-Bot. Also, wer die Anspielung nicht verstanden hat, heute geht es um den Manga Miss Kobayashi's Dragon Maid von Konkokyo Shinya. Also dann, viel Spaß. Und Toru, wenn du das hier siehst, was du niemals sehen wirst, wir lieben dich. Und daher, let's go! Waifus sind ein Begriff, der die Anime-Szene seit Jahren dominiert und immer wieder Leute entweder begeistert oder anwidert. Doch wisst ihr noch, vor Black Hole-chan oder Earth-chan oder Zero2 gab es eine der größten Entdeckungen der Menschheit. Ein Drache kann die perfekte Waifu sein. Und wie kommt man jetzt dazu, fragt ihr euch? Naja, ganz einfach. Ihr geht betrunken in den Wald, findet einen aufgespießten Drachen und entfernt das Schwert, das in ihm steckt. Was? Das ist euch noch nie passiert? Pah, daran müssen wir noch arbeiten. Ihr wolltet doch nicht wie jemand enden, der keinen Drachen hat und nur einfach so YouTube macht. Wobei, ich gestehen muss, mir ist das auch noch nicht passiert. Ich glaube, dann würde die Bude auf jeden Fall besser aussehen. Aber zumindest der guten Kobayashi ist es passiert. Und sie hat mir auch eine neue Option genannt für die Frage, wenn du dir alles wünschen könntest, was würdest du wollen? Reichtum, Macht und Abenteuer. Oder Superkräfte. Oder Liebe. Braucht kein Schwein. Was wir wollen, ist eine Maid. Ja, richtig gehört. Was wir uns wünschen, ist eine wunderschöne, süße kleine Maid. Was Besseres gibt es einfach nicht. Und genau deshalb wünscht sich Kobayashi, dass der große Drache ihre Maid wird. Und hey, welcher Drache zahlt schon keine Schuld zurück? Und so kommt es, wie es kommen muss, dass die gute, verkaterte Kobayashi am nächsten Morgen eine unerwartete Besucherin hat. Die gute Toru wird, nach kurzem Widerstreben, Kobayashis Verehrerin, Mitbewohnerin und ihre eigene Maid. Und das alleine wäre ja ziemlich langweilig. Und deswegen stößt auch noch die kleine Kana, welche eine Freundin von Toru und quasi zur kleinen Tochter und Schwester von Kobayashi mutiert, in die WG. Später kommen auch noch der stille, liebenswerte und verfluchte Drache Fafnir, Torus gute, vertrauensselige, von der Harmonie stammende Rivalin Relma und die Ex-Gottheit Luca dazu. Und das Chaos ist quasi perfekt. Unerfahren und oft überfordert mit dieser Welt müssen unsere geliebten Drachen lernen, sich in dieser Welt zu integrieren. Wie das klappt und ob es Toru gelingen wird, Kobayashi in die Kiste zu kriegen. Und welche Probleme die Kontakte von unseren Drachen aus der anderen Welt noch in diese Welt bringen. Und wie Toru mit der unterschiedlichen Lebensspanne zu Kobayashi umgeht. Das alles erfahrt ihr noch im Anime bzw. im Manga Miss Kobayashi's Dragon Maid. Und weiter will ich an dieser Stelle auch nicht spoilern, da ich dir immerhin nur die Serie schmackhaft machen möchte. Der Manga erscheint seit dem 25. Mai beim Futabasha Verlag im Monthly Action Magazine in Japan. Dort sind bis jetzt 8 Bände veröffentlicht worden. Bei uns zu Lande hat sich leider noch keiner die Lizenz geschnappt, wobei ich darauf hoffe, dass sich der Ultraverse oder der Paramount Verlag die Lizenz schnappt, weil ich mir bei den beiden es gut vorstellen könnte, dass die Lizenz vernünftig umgesetzt wird. Aber deswegen habe ich euch in der Beschreibung einen Link zum Manga-Rock, zum Manga hingepackt, weil so könnte ich es selbst lesen. Das ist auch kein Placement oder so, nur ich nutze das auch so. Deswegen, Allerdings aufgrund der Beliebtheit der Serie hat dieser auch bereits 3 Spin-off-Mangas bekommen, welche beim Futabasha Verlag erscheinen, aber auch einen anderen Artstyle und Writer haben. Ihr habt aber auch immer wieder Kurzauftritte, wo die Original-Writer an den Spin-offs mitwirken. Das sieht man auch. Als erste Spin-off-Serie habt ihr einmal Miss Kobayashi's Dragon Maid Kanas Daily Life, welche seit dem 24. Dezember 2016 bei dem Futabasha Verlag erscheint und bis jetzt 6 Bände umfasst und den Alltag von Kana in Kurzepisoden wiedergibt. Da geht es vor allem um den Schulalltag und ihre Freundschaften. Die zweite Spin-off-Serie heißt Miss Kobayashi's Dragon Maid Elmas Office Lady Diary und handelt von Elma, der Rivalin von Toru, und ihrem Leben als Angestellte in Kobayashis Bürokomplex. Da geht es viel um Essen und davon, dass sie überfordert ist, aber auch gleichzeitig um Beziehungen im Büro. Und als dritte Spin-off-Serie haben wir die erst kürzlich gestartete Serie Miss Kobayashi's Dragon Maid Luca is my XXX, welche erst dieses Jahr am 25.01.2019 gestartet ist und eine vermehrt sexuelle Handlung darstellt. Hierbei geht es vor allem aber um Torus Freundin Luca und ihren kleinen Hausherrn
und Magier Shota, welchen sie auch immer wieder gerne ärgert. Und vielleicht erfahren wir hierbei auch endlich, was Luca mit ihrer kleinen Schwester im Vollsuff angestellt hat, weswegen sie ihren Status als Göttin verloren hat. Wer weiß, wer weiß. Ich bin gespannt. Und noch zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Es gibt sehr viele von Fans gemachte Crossover mit verschiedenen Franchises, aber es gibt auch ein offizielles Crossover, das ich gefunden habe. Und zwar gibt es einen One-Shot-Manga mit der guten Kill Me Baby-Serie, in welchen kurz die Kill Me Baby-Charaktere in der Kobayashi Stringmate Cosplays unterwegs sind, den ich euch auch mal in die Beschreibung gepackt habe. Ist sehr witzig und leider sehr kurz, davon gerne mehr, aber ich dachte mir, das packe ich mal rein. Und noch ein Fanmade Crossover habe ich auch noch reingepackt. Viel Spaß! Der Manga hat seit dem 11. Januar 2017 auch eine Anime-Adaption bekommen, welche bis jetzt aus einer Staffel mit 13 Folgen und 2 OVA-Specials besteht. Allerdings ist eine zweite Staffel mit einem, wenn auch bereits unbekannten Release-Datum angekündigt. Und es wurde auch ein Crossover mit dem Yu-Gi-Oh! Franchise angedeutet. Die Serie entsteht hierbei bei Kyoto Animation, welche nicht nur als Perle der Anime-Studios bekannt ist, sondern auch für solche Klassiker wie Lucky Star, Clannad, Fullmetal Panic oder die Melancholien der Haruhi Suzumiya, Free oder auch Violet Evergreen bekannt ist. Oder für einen meiner absoluten Favorites, Chonibyo. Regie führt hierbei auch der bekannte Direktor Hasuhiro Takemoto, welcher besonders bei den Melancholien der Haruhi-chan Suzumiya und Fullmetal Panic und dem erst von mir kürzlich angesehenen Amagi Brilliant Park sein Können mehr als deutlich bewiesen hat. Das Skript der Serie ist zwar am Manga orientiert, hat allerdings eine andere Herangehensweise und auch eine andere Reihenfolge, weswegen wir eher sagen, es basiert lose darauf. Und es stammt aus der Feder der vor allen Dingen für Sengoku Muso bekannten Schreiberin Yuma Yamada. Gut, sie ist eigentlich für noch viel mehr bekannt, aber da ich ein unkultivierter Kerl bin, gibt es genau eine Serie, die ich von ihr kenne und die ist Watanem. Auf die komme ich nachher nochmal kurz zu sprechen. Und deswegen gibt es hier einmal eingeblendet ihre gesamten Werke. Und noch zu guter Letzt, kommt die Musik aus der Feder von Masumi Ito, welcher zwar eine unzählige große Liste an Werken abgeliefert hat, aber man hierzulande wohl am meisten für das OVA von Angel Sanctuary, Miss Kobayashi's Dragon Maid oder auch Beyond the Boundary kennt. Vorab sei bestätigt hier, dass die Synchronsprecher der ersten Staffel, welche bereits auch in den OVAs mitgewirkt haben, ebenfalls in der zweiten Staffel ihre Rollen beibehalten. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Der Anime hat einen etwas abgewandelten Artstyle, auf den ich nachher noch genauer einwählen werde, aber es sei hier schon mal gesagt, ich liebe diesen Artstyle. Er ist fantastisch. Und tatsächlich ist das Ganze für mich sogar so gut umgesetzt, dass ich dir sagen würde, ich empfehle dir sogar eher den Anime als den Manga, obwohl der Manga auch gut ist, aber der Anime ist einfach ein verdammtes Meisterwerk. International wird der Anime von Crunchyroll lizenziert, welche auch bei uns zulande die deutsche Synchronisierung übernommen haben. Allerdings muss ich ganz offen gestehen, leider, diesmal habe ich ein bisschen Kritik, was das angeht, weil ich finde, die Stimme von Toru passt zum Beispiel nicht perfekt in den deutschen Simulcast zu Toru. Genauso wie von Kana, die ist nicht cute genug. Aber wer zum Beispiel nicht unbedingt jetzt in Deutsch hören möchte, greift bitte zur japanischen Synchro, die ist einfach so perfekt. Gerade die Stimme von Toru und Kana sind einfach absolut perfekt gewählt. Deswegen, wenn du es schauen möchtest, dann bitte schau es auf Japanisch, das ist einfach so perfekt. Und das hat ein komplett anderes Feeling. So, da ich vorhin bereits schon sagte, dass der Stil abgewandelt ist, gehe ich nun mal auf den Anime- und Manga-Stil ein. Daher, ihr seht hier 2 Timesteps, falls ihr nicht beides anschauen möchtet, könnt ihr einfach gerne skippen. So, zuerst einmal der Zeichenstil von Miss Kobayashi's Dragon Maid Manga. Dieser Zeichenstil ist einfach wunderbar. Wir haben eine tolle, moderne Charakterdarstellung, sehr oft Bild-in-Bild-Panels, welche auch wunderbar passen, einen weichen, aber absolut fantastischen Zeichenstil an sich. Wir haben sehr oft große Panels bei den Drachenszenen, bei Landschaften oder den Übergängen. Und ansonsten auch eine teilweise schonhafte Palettenaufteilung. Das heißt, sowohl kleine, mittlere als auch große kommen quasi gleichmäßig vor. Aber ich möchte kurz hervorheben, dass der Manga sogar Textelemente als Comedy-Stil mit einsetzt und generell auch öfter Comedy-Reaktionen einpackt.
So findet ihr zum Beispiel eine Textflut, wenn Kobayashi mit ihrem Arbeitskollegen Takiya über Otaku-Themen oder aber auch über Mails debattiert. Und das passt einfach perfekt in die Serie. Generell, die Comedy-Reaktionen sind zum Beispiel auch sehr schön umgesetzt. Das heißt, ihr habt auf einmal bei einem Charakter einen anderen Zeichenstil, wenn sie was falsch gemacht hat. Gewisse Drachen beispielsweise. Ihr habt aber auch beispielsweise viele Fantasy-Elemente, wenn zum Beispiel die gute Toru von ihrer Heimatwelt oder Drachendingen redet. Und das sogar unzensiert. Im Anime ist es zensiert, hier nicht. Die Covers sind auch extrem schön koloriert und bilden eine perfekte Verbindung vom Manga zum Anime und werden zum Beispiel wie bei Band 8 auch dafür genutzt, um gewisse Sachen anzuteasern. So wurde bei Band 8 das Cover dafür genutzt, um die Ankündigung der zweiten Staffel von Miss Kobayashi's Dragon Maid zu bestätigen. Ansonsten bleibt mir über den Zeichenstil tatsächlich diesmal nicht so viel zu sagen, aber da kommen wir jetzt gleich mal zum Anime-Stil. Der Anime-Stil von Miss Kobayashi's Dragon Maid zeichnete sich durch etwas ganz Besonderes aus. Detailverliebtheit und einen flüssigen, schnellen Stilwechselübergang aus. Also ich würde sagen, die besondere Stärke dieses Animes ist vor allem die Flexibilität. Das heißt, ihr wechselt sehr oft mal die Perspektive oder wie die Charaktere dargestellt werden, um zum Beispiel eine Comedy-Reaktion zu erzeugen. Dazu ist er noch extrem farbenfroh koloriert und ein besonderes Highlight ist aus meiner Sicht die Augen der Charaktere. Diese werden sowohl für Übergänge als auch Situationen absolut perfekt genutzt und passen so wunderbar ineinander. Auch generell, die Augen sehen so unglaublich fantastisch aus, wie ich es selten gesehen habe bei einem Anime. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr bei einem Wolf den Kampfinstinkt weckt, dann seht ihr auch eine Verengung der Pupillen und genau das gleiche findet ihr auch bei unseren Drachen. Aber auch zum Beispiel einen absolut fließenden Übergang von ich bin wütend in ich bin komplett verwirrt. Welche besonders bei Toru unglaublich schön und flüssig umgesetzt ist. Es passt einfach perfekt ins Bild. Es ist nicht irgendwie ausdrücklich abschreckend, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick denkt, aber nein, es passt einfach perfekt. Und selbst die Charakterdesigns sind für diesen Stil aus meiner Sicht schon eine eigene Art der Perfektion. Es wirkt sanft und kraftvoll und dennoch tief und stark, aber auch gleichzeitig sehr verletzlich zugleich. Den Stil habe ich abgewandelt nur bei Watanim oder Beyond the Boundary gesehen und ich muss sagen, ich liebe diesen Stil. Er sieht einfach so unglaublich schön aus. Er passt perfekt zu einem Slice of Life Anime. Beim Action Anime würde es jetzt nicht so gefallen, aber hier passt er einfach perfekt. Ihr findet auch sehr viele Action- oder Comedy-Elemente. Und man muss ganz offen sagen, eine Besonderheit noch zusätzlich ist, ich finde diesen Stil tatsächlich ansprechender als der Manga-Stil. Weil die Charaktere wirken einfach runder, auch zum Beispiel im Gesicht. Sie wirken runder und auch menschlicher. Und was man noch sehr gut hervorheben kann, ist, dass ihr sehr viele typische Tonreaktionen eingesetzt habt. Ebenso wird es auch sehr gut eingesetzt, ist der fließende Übergang in Chibi- oder Time-Freeze-Momente, die jede Comedy-Reaktion nochmal perfekt untermalen. Auch typische Cartoon-Reaktionen werden hier eingesetzt und passen wunderbar ins Gesamtbild. So wirken aber auch die Drachenerscheinungen mächtig und imposant und machen Lust auf mehr. Generell, wenn es zum Beispiel um Toru Vergangenheit geht, dann wechselt der Arzt auch in eine etwas mehr Fantasy-lastige Welt, was auch sehr passend ist. Pflanzit. Also, der einzige Minuspunkt, der mir einfällt, ist, der Manga hat noch keine Lizenzierung. Ansonsten bleibt mir nur über die Serie Miss Kobayashi's Dragon Maid zu sagen, sowohl Anime als auch Manga sind absolut fantastisch. Die Charaktere sind unglaublich liebenswert, die Drachen sind wunderbar dargestellt, die Stilwechsel passen einfach perfekt zu der Serie und das Voice Acting, gerade im Japanischen, ist absolut göttlich. Aber auch der Manga braucht ihr nicht zu verstecken. Generell, ich muss sagen, ich kann für beides, gerade für alle Leute, die einfach mal ein Anime oder Manga zum Entspannen und Abschalten suchen, hier nur eine absolute Empfehlung aussprechen. Deswegen, gönnt euch Miss Kobayashi's Dragon Maid. Er hat von mir eine absolute Pflanzenempfehlung. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, ciao, wir sehen uns gleich auf Endcard. Hey, ich hoffe, euch hat diese kleine Review-Folge gefallen, auch wenn sie etwas verspätet war und ich etwas krank war und ich es dann nicht neu aufnehmen konnte. Tut mir alles leid. Dank unserer wunderbaren, guten Yuki, welche mir wieder fantastische Emotes gezeichnet hat, haben wir jetzt über 15 Discord-Emotes am Start. Ist das fantastisch? Absolut. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Guckt bitte hier zu den anderen Teil von diesem Video. Bitte, bitte, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Oder wenigstens eine Zeichnung schickt, einfach als Unterstützung. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.